Werden würde geworden. Dieses Verb ist heute unser Thema des Videos. Herzlich willkommen, meine lieben Abonnenten und meine lieben Zuschauer, zu unserer kleinen Fragerunde. Ja, ich habe wieder Fragen für euch vorbereitet und wir steigen sofort ein. Welches Wort ergänzt den Satz korrekt? Nächstes Jahr, ich 25 Jahre alt. 4 Antwortmöglichkeiten habt ihr, wovon nur eine die richtige hier ist. Wir probieren alle Antwortmöglichkeiten aus und das erste ist, nächstes Jahr würde ich 25 Jahre alt, oder Antwort B, nächstes Jahr wurden ich 25 Jahre alt, oder Antwort C, nächstes Jahr wurden ich 25 Jahre alt, oder ist es eher die Antwort D, nächstes Jahr werde ich 25 Jahre alt. Und ihr bekommt von mir hier wieder den Timer, 10 Sekunden Zeit habt ihr, euch die richtige Lösung zu überlegen und euch die Lösung laut vorzusagen für euren Lerneffekt daheim. Und die richtige Antwort ist, die Antwort D ist hier bitte richtig. Antwort D, unser Wort werde fehlte hier in diesem Satz und so ist es denn richtig. Nächstes Jahr werde ich 25 Jahre alt. So ist es richtig, wenn wir hier Futur 1 verwenden und das ist eine Zustandsveränderung, so sieht es aus. Und wir drücken das Ganze hier in der Präsenszeitform, also in der Gegenwartzeitform aus. Das ist hier der Satz, so ist es richtig, da es sich, und ich drücke das jetzt in der Gegenwart aus, um ein Ereignis in der Zukunft handelt. So ist der Satz hier richtig präsentiert, jawohl, im Präsens, in der Gegenwart. Wir verwenden hier das Wort werde. Richtig so, wenn ihr das gewählt habt. Sehr schön. Nächste Frage kommt nun für euch. Und wir suchen zur nächsten Frage hier den Passivsatz in der Perfektzeitform. So sieht es aus. Abgeschlossene Vergangenheit hier bitte einmal konstruieren mit meinen Antwortmöglichkeiten. Und der Satz fängt an mit: Das Fenster ist gestern geputzt. Und wieder 4 Antwortmöglichkeiten, die wir haben. Eine einzige ist nur richtig. Wir probieren alle aus. Das Fenster ist gestern geputzt werden. Oder Antwort B, das Fenster ist gestern geputzt geworden. Oder Antwort C, das Fenster ist gestern geputzt worden. Oder ist es Antwort D, das Fenster ist gestern geputzt worden? Welche Antwort ist hier richtig, ihr Lieben? Ihr bekommt wiederum 10 Sekunden Zeit, um euch das Ganze zu überlegen. Und ihr könnt euch die Antwort bitte laut vorsagen, damit ihr auch euer Gehör schult für diese Sprache. Und was habt ihr gesagt? Welche Antwort ist richtig? Na, die Antwort, schaut mal hier, D ist richtig. Das Fenster ist geputzt worden. Jawohl, so sieht es aus. Das Fenster ist geputzt worden. Das ist im Zustandspassiv. Jawohl, es ist ja schon geputzt worden. Möchte ich noch dazu sagen, schon geputzt worden. Da es sich hier um die Zeitform perfekt handelt, die abgeschlossene Vergangenheit. Und schon ist das Fenster sauber, da es geputzt wurde. Ja, das ist dann hier, ist geputzt worden. So ist es richtig in der Perfektzeitform, so ist es richtig im Zustands- oder Vorgangspassiv. Richtig so, meine Lieben. Wenn ihr die Antwort D gewählt habt, worden, dann seid ihr auch schon richtig hier mit der Lösung unterwegs. Nächste Frage kommt jetzt bitte.
Welche Form drückt eine höfliche Bitte aus? Sie mir bitte helfen. Und wieder seht ihr hier in unserem Dokument 4 Antwortmöglichkeiten, wovon nur eine wieder richtig ist. Wir probieren dennoch alle aus, damit ihr euer Gehör auch damit schulen könnt. Wurden Sie mir bitte helfen? Antwort A mit O. Wurden Sie mir bitte helfen? Antwort B. Würden Sie mir bitte helfen? Antwort B. Oder wurden mit U. Wurden Sie mir bitte helfen? Oder Antwort D. Werden Sie mir bitte helfen? Wie drückt man eine höfliche Bitte aus? Und ihr bekommt wiederum 10 Sekunden Zeit von mir, um euch die richtige Lösung zu überlegen, laut vorzusagen. Und wir schauen uns das Ganze an. Sehr schön. 10 Sekunden sind so kurz. Aber ich denke, ihr werdet jetzt eine Lösung gefunden haben. Wir schauen es uns an und ich präsentiere euch die Lösung natürlich jetzt. Antwort B. Würden Sie mir bitte helfen? Jawohl, das ist eine höfliche Frage. Antwort B ist richtig. Wir verwenden hier würden und das ist eine Möglichkeitsform, weil wenn man diese höfliche Bitte äußert, ist ja erst einmal noch nicht gewiss, ob die andere Person das auch durchführen möchte. Ja. Und das ist die Höflichkeitsform und die ist hier im Konjunktiv 2 und die wird häufig in höflichen Bitten verwendet. So wie es auch hier geschrieben steht, jawohl, wenn ich eine Bitte mache und die auch noch höflich ist, weil ich zum Beispiel eine mir unbekannte Person hier um etwas bitten möchte, verwende ich diese Struktur hier tatsächlich sehr häufig. Würden Sie mir bitte helfen? Würden Sie mir das bitte sagen? Würden Sie mir das bitte ausdrucken? Es ist also tatsächlich hier einmal würden und wir nehmen das Infinitivverb dazu. Würden ist einmal hier oben und dann das Infinitivverb ist die Grundform eines Verbs und das ist hier helfen. Würden Sie mir bitte helfen? Am Ende der Frage kommt immer ein Fragezeichen, so ist es dann richtig eine höfliche Frage mit dem Konjunktiv 2. Welches Wort ist das Richtige? Die Verletzten sofort ins Krankenhaus gebracht. 4 Antwortmöglichkeiten habt ihr wieder, eine einzige ist hier wiederum richtig und ich verlese euch jede Antwort, damit euer Gehör ebenfalls geschult wird. Die Verletzten wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Das wäre Antwort A. Antwort B. Die Verletzten wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Antwort B. Oder ist es die Antwort C, die richtig ist? Die Verletzten würden sofort ins Krankenhaus gebracht. Oder ist es die Antwort D? Die Verletzten werden sofort ins Krankenhaus gebracht. Welche Antwort ist hier bitte richtig? Sagt sie euch laut vor. Ich gebe euch 10 Sekunden wiederum Zeit, um zu überlegen, was hier richtig ist. Und dann schauen wir uns die Lösung gemeinsam an. Und die 10 Sekunden sind so schnell um. Nun, was habt ihr gesagt? Die Antwort A ist hier bitte richtig. Jawohl, so sieht es aus. Antwort A ist richtig. Wurden, die Verletzten wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Jawohl, so sieht es aus. In der Präteritum einfache Vergangenheit, Zeitform ist das hier richtig ausgedrückt. Wurden gebracht, so ist es richtig. Und das Ganze ist hier im Plural. Da wir hier die Verletzten haben, mehrere also, im Singular wäre es der Verletzte und hier haben wir mehrere davon, also ist es Plural, die Verletzten.
Und dann geht der Satz richtig weiter, wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Jawohl. Und diesen Erzählstil verwendet man des Häufigeren oder des Öfteren in Berichten oder in Erzählungen. Und so ist es dann richtig, dass man hier sagt, die Verletzten wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Jawohl. Antwort A war richtig, ihr Lieben. Weiter geht's. Nächste Frage für euch. Welcher Kasus oder Fall folgt auf werden im Satz? Er wird ein berühmter Maler. Ist es hier im Akkusativ? Ist es hier im Nominativ? Ist es hier im Dativ? Oder ist es hier im Genitiv? Welche Antwort ist hier bitte richtig? Welcher Kasus zeigt sich, wenn wir dieses kleine Verb hier im Satz verwenden? Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit, um das Richtige hier rauszusuchen, zu sagen und zu probieren. Und 10 Sekunden sind nun um. Die Lösung, die ihr euch sicherlich laut vorgesagt habt, ist Nominativ. Jawohl, so sieht es aus. Es ist einfach Nominativ. Also der Grundkasus, der erste Kasus der deutschen Sprache oder auch der erste Fall der deutschen Sprache, er wird ein Maler, ein berühmter Maler werden. So sieht es aus und hier verbindet dieses Verb wird, in dem Fall richtig konjugiert, auf die dritte Person, er, sie, es. Er wird ein berühmter Maler. So ist es richtig und werden ist hier jeweils das richtige Verb, welches wir einsetzen können, um 2 Satzteile richtig verbinden zu können. Er ist einmal ein Teil des Satzes und was ist mit ihm? So sieht es aus. Und das Subjekt des Satzes ist somit, da wir uns hier im ersten Kasus, also im ersten Fall der deutschen Sprache, nominativ befinden, ist hier ein Maler, das Subjekt des Satzes im Nominativ und danach wird dann das Verb werden zu wird, da wir in der dritten Person hier sprechen, also er wird. So wird dann aus unserem Verb werden ein Prädikatsnomen, welches wir hier ganz hervorragend einsetzen können zur Verbindung der beiden Satzteile. So ist es richtig und das Ganze ist hier sogar so brisant, möchte ich sagen, für diesen Satz, als dass wir dieses kleine Verb richtig konjugiert nicht weglassen können. Dann funktioniert der Satz nämlich nicht. Er, ein berühmter Maler, ja, was ist mit dem berühmten Maler? Das funktioniert nur, wenn wir dieses Verb hier richtig einsetzen und damit kann man dann sehr schön sehen, dass dieses Verb hier, dass diese beiden Satzteile richtig verbunden sind und so nicht auseinandergehen können, da es grammatikalisch vollständig richtig ist. Sehr schön, ihr Lieben, wenn ihr das auch richtig gemacht habt, dann kommen wir nun zur nächsten Frage. Was ist der Unterschied zwischen geworden und worden? 4 Antwortmöglichkeiten gebe ich euch wiederum und die will ich euch gerne verlesen. Antwort A. Worden ist die Vergangenheitsform von würden. Oder Antwort B. Es gibt keinen Unterschied. Ja? Oder Antwort C. Worden nutzt man im Passiv, geworden als Vollverb. Oder ist es Antwort D, geworden ist Konjunktiv? Ja, ich muss schauen, dass ihr alle sehen könnt. Antwort D, geworden ist Konjunktiv. Welche Antwort ist richtig, ihr Lieben? Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit, um euch das zu überlegen und dann auch letztendlich laut vorzusagen, damit ihr das auch im Gehirn abspeichert und eure Aussprache wiederum hier auch schult. Und die 10 Sekunden sind um. Was ist hier richtig, ihr Lieben? Wir schauen uns die Lösung an.
Die Lösung ist die Antwort C, bitte. Die Antwort C ist richtig, jawohl. Worden nutzt man passiv und geworden nutzt man als Vollverb. Und für das Vollverb habe ich hier auch noch ein Beispiel. Ich bin müde geworden. Und zack ist aus dem worden, geworden, ein Vollverb geworden. Und genau das Gleiche ist hier unten noch einmal im Passiv für euch erklärt. Hier unten, ich bin gefragt worden. Ihr seht es einmal, hier ist das Vollverb, hier richtig erklärt. Ich bin müde geworden. Und dann als Passiv, ich bin gefragt worden. Da kam erstmal die Frage aus einer anderen Richtung und deswegen ist es passiv. Und so ist es dann auch richtig, wenn man das als Antwort C hier richtig deklariert. Wenn ich Zeit hätte, ich mehr Sport treiben. 4 Antwortmöglichkeiten, eine einzige ist nur richtig. Wenn ich Zeit hätte, werde ich mehr Sport treiben. Antwort A wäre das. Oder Antwort B, wenn ich Zeit hätte, würde ich mehr Sport treiben. Antwort B. Oder Antwort C, wenn ich Zeit hätte, würde ich mehr Sport treiben. Oder ist es die Antwort D, die ich hier habe? Wenn ich Zeit hätte, worden ich mehr Sport treiben. Welche Antwort ist richtig? 10 Sekunden bekommt ihr wieder von mir und danach schauen wir uns die Lösung an. Sagt sie euch laut vor. Und am besten im ganzen Satz. So, und was habt ihr gesagt? Na, die Antwort C ist hier bitte richtig. So sieht es aus. Antwort C ist richtig, würde. Ja, aber natürlich. Hier ist es richtig, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mehr Sport treiben. Genauso sieht es aus. Und hier ist es in diesem Satz, ich scroll nochmal hoch, wenn ich Zeit hätte, ist die Bedingung erst einmal, würde ich mehr Sport treiben. Und damit gehen wir dann in Folge. Aus der Bedingung, wenn ich mehr Zeit hätte, gehe ich mit dem Verb würde in die Folge. Was resultiert dann, wenn ich mehr Zeit hätte? So sieht es aus und das ist ganz typisch oder auch klassisch für Konjunktiv 2. So ist es richtig und das ist eine hypothetische Situation. Ich gehe mal davon aus, es ist also ein, ich möchte nicht sagen irrealer Wunsch, wahrhaft, das könnte man auch so sagen, eine hypothetische Situation drückt das sehr gut aus. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mehr Sport treiben. So ist es richtig. Antwort C. Nächste Frage haben wir jetzt. Nächste Frage ist es, welche Zeitform ist es hier im folgenden Satz? Wir wurden gestern informiert. Das ist unser Satz. Und ist dieser Satz in der Zeitform Präsens passiv oder in Futur 1 oder im Präteritum passiv oder im Perfekt passiv? Und schaut bitte bei diesem Satz auf die Signalwörter, damit ihr hier die richtige Antwort geben könnt. Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit. Und dann sprechen wir über die Lösung. Sagt sie euch laut vor. Und 10 Sekunden sind nun um. Sehr gut. Und jetzt schauen wir uns das an. Die Antwort C ist hier bitte richtig. Ja, aber natürlich. Präteritum passiv. Jawohl. Wurden informiert. So ist es richtig. Präteritum passiv. Antwort C. Wir wurden gestern informiert. Hier steht es nochmal ganz genau. Und das Verb wurden ist richtig konjugiert aus dem Grundverb werden. So ist es richtig, einfache Vergangenheit und das wird wiederum
ebenfalls sehr häufig in Berichten und Erzählungen verwendet. Jawohl, wir wurden informiert, wir wurden gestern informiert. Richtig so, sehr schön. Kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage lautet, welche Behauptung ist hier richtig? Erst einmal unser Satz. Das Kind wird krank. Nun habe ich 4 Möglichkeiten der Antwort und ich behaupte mit der ersten Antwort einmal, wird ist ein Vollverb in unserem Satz. Oder ich behaupte ebenfalls Antwort B, es ist Futur 1. Oder ich behaupte auch nochmal mit Antwort C, es ist ein Passivsatz. Oder Antwort D, es ist Konjunktiv 2. Welche Behauptung ist hier die richtige für unseren kurzen Satz? Und ihr bekommt wiederum 10 Sekunden Zeit und ihr könnt euch die Lösung bitte auch laut vorsagen. Je mehr man übt, je mehr man hört, umso besser wird das Ganze. Und was habt ihr euch vorgesagt? Na, die Antwort, sage ich, Antwort A ist richtig, so ist es richtig, Antwort A ist richtig, wird ist hier ein Vollverb. Jawohl, so sieht es aus. Und es muss in diesem Satz ein Vollverb sein, weil der Satz ohne dieses Verb wird nicht funktionieren würde. Dieses Verb können wir hier in diesem Satz nicht weglassen. Sonst wäre es kein richtiger Satz. Das Kind krank reicht hier nicht aus. Das Kind wird krank. Und dadurch, dass es diese beiden Satzteile so schön verbindet, ist es hier das wichtige Verb, also ein Vollverb, welches wir hier im Satz haben und es beschreibt eine Zustandsveränderung. Von gesund zu krank ist eine Zustandsveränderung und das haben wir hiermit sehr gut mit dem Verb werden richtig konjugiert auf wird krank. So sieht es aus. Nächste Frage kommt nun, ihr Lieben. Welches Wort passt hier korrekt in den Satz? Nachdem die Arbeit erledigt war, gingen wir nach Hause. 4 Antwortmöglichkeiten habe ich wieder, nur eine einzige stimmt hier und wir schauen uns das Ganze an und probieren jede Antwortmöglichkeit am Satz aus. Nachdem die Arbeit erledigt würden war, gingen wir nach Hause. Oder Antwort B, nachdem die Arbeit erledigt geworden war, gingen wir nach Hause. Antwort B. Oder Antwort C. Nachdem die Arbeit erledigt worden war, gingen wir nach Hause. Oder ist es die Antwort D, nachdem die Arbeit erledigt worden war, gingen wir nach Hause. Und 10 Sekunden bekommt ihr wiederum, um dieses schwere Rätsel zu lösen. Oder wenn ihr es wisst, sagt es euch laut vor, dann ist es natürlich umso besser für euch. Und wir haben 10 Sekunden, sind verstrichen. Die Antwort D ist hier bitte richtig. Antwort D war hier zu wählen. So könnt ihr alle sehen. Und die Antwort D ist richtig, worden war. So ist es richtig. Nachdem die Arbeit erledigt worden war, gingen wir nach Hause. Plusquamperfekt, passiv. So sieht das Ganze aus. Worden war. Und das kennt man so, dass man dieses Wortspiel schon mal ganz gerne in der deutschen Sprache auch so sagt. Und ja, der Plusquamperfekt funktioniert tatsächlich genau so. Nachdem die Arbeit worden war, erledigt worden war, gingen wir nach Hause. Jawohl, und hier ist es eine Vorvergangenheit. Vorvergangenheit. Und das ist Plusquamperfekt im Passiv. Kommen wir nun zum Abschluss zu einer Übersicht des Verbs werden. Wir haben dieses Verb werden in der Infinitiv, also in der Grundform verwendet
für die Gegenwart, also Präsenszeitform, und in der Zukunft, also in der Futurzeitform verwendet. Wir haben dieses Verb werden in seiner Grundform auch ebenfalls als Vollverb hier verwendet. Das Kind wird krank, ihr erinnert euch. Oder wir könnten hier auch das Beispiel nehmen, ich werde Anwalt. So wird dieses Verb in der Grundform hier als Vollverb verwendet. Oder wir haben es hier als Hilfsverb. Und hier habe ich euch auch ein Beispiel geschrieben zu ich werde morgen arbeiten. Und jetzt ist es nur als unterstützendes Verb anzusehen, da wir hier ein richtiges Verb ebenfalls schon in diesem Satz vorfinden, ist es hier nur als Hilfsverb anzusehen. Ich werde morgen arbeiten. Und wir haben das Verb wurden in der einfachen Vergangenheit verwendet, im Präteritum einfache Vergangenheit, wie zum Beispiel bei dem Satz, die Garage wurde 1998 gebaut. Das wäre die einfache Vergangenheit für dieses Verb, welches richtig konjugiert, dann wurden in der Präteritumzeitform lautet. Dann haben wir das hier auch noch einmal verwendet, würden, Konjunktiv 2, würden Sie mir bitte helfen, wäre eine Antwort, die wir hier auch in diesem Video hatten. Und ich habe euch hier noch einen Satz dafür auch erstellt, ich würde gerne fliegen. Und das ist hier im Konjunktiv und das ist eine Aussage eines Wunsches, den ich habe. Ich würde gerne fliegen. Das ist dann im Konjunktiv 2, haben wir ebenfalls in diesem Video gehabt. Und ich danke euch für das Zuschauen des Videos und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, schaut euch das Video bitte des Öfteren an, da sich hier viele wichtige Zeitformen von diesem doch so wichtigen Verb hier in diesem Video befinden. Und ich danke euch fürs Zuschauen, macht's gut ihr Lieben und habt einen schönen Tag, passt gut auf euch auf, alles Liebe euch, macht's gut.